Hi, mein Name ist Dennis und ich bin der Community Manager von Bike24. Perfect Day in Berlin auf dem Rennrad stelle ich mir so vor, dass es einen guten Mix gibt zwischen Abschnitten, wo ich ordentlich trainieren kann, richtig schön ballern kann, aber auch eben so diese kleinen Orte entdecken kann, wo ich mich zurückziehen kann, wo ich eine schöne Lunchpause machen kann. Genau, das muss einfach alles zusammengehören und für uns heute bedeutet das, wir erstmal wirklich auf kleinen Schleichwegen rausfahren aus der Stadt, wirklich abseits des großen Verkehrs und dann kommt man auch über kleinen Schlenker wieder rein, hat dann so Highlights wie das Olympiastadion direkt vor der Tür, macht dann den Schlenker in den Grunewald rein, da ist der klassische Weg, die Hafenchaussee direkt am Wasser lang, wunderschön, mit kleinen Erhebungen, auf die wir Berliner sehr stolz sind und dann fährt man runter, vielleicht noch einen kleinen Schlenker am Wannsee vorbei Richtung Potsdam, da gibt es dann auch schon auf der Hälfte der Tour genau diese leckeren Spots, um einen kleinen Lunch einzunehmen. Und dann macht man sich wieder zurück über den Kronprozess den Weg. Wenn dann noch die Höhenmeter fehlen, dann fährt man eben nochmal auf den Teufelsberg oder den Drachenberg rauf, hat da eine super Aussicht über die Stadt und dann kann man sich auf den neuen Pop-up-Fahrradwegen wieder zurück in die Stadt bewegen. Und zum Schluss finde ich es einfach persönlich immer sehr schön, weil man endet dann wirklich ganz zentral in der Stadt und dann hat man diese klassischen Berlin-Sites einfach mit drin. Man fährt an der Siegessäule vorbei, direkt aufs Brandenburger Tor zu, kann dann noch so einen Schlenker durchs Regierungsviertel machen und direkt nochmal so diesen Vibe, da ist dann auch abends meistens relativ viel los. Man ist wieder in Berlin angekommen und hat einen schönen Tag erlebt mit genau dieser Abwechslung. Und letztlich landen wir dann wieder genau hier, nämlich am Bike24 Service Point in Berlin. Und weil das so eine coole Tour ist, haben wir gedacht, wir machen das noch ein bisschen größer. Denn unsere Bike24 Sommertour ist nämlich jetzt auch heute hier und als erster Programmpunkt steht direkt ein Community Ride an. Und die Leute stehen schon unmittelbar neben mir, sind schon super excited, dass es endlich losgeht. Deswegen gar nicht lange jetzt hier verweilen, ich mache mich los, auf geht's! Wenn du unseren Summer Tour Stop hier in Berlin jetzt verpasst hast und trotzdem die Stadt ein bisschen erkunden möchtest, dann zeige ich dir jetzt, was ich unter einem Perfect Day in Berlin verstehe. Also los geht's! Was ich besonders mag, sind diese kleinen versteckten Radwege, ich nenne sie immer Fahrradautobahnen, auf denen man einfach trotz Feierabendverkehr super verkehrsberuhigt aus der Stadt rausfahren kann. Hier zum Beispiel besonders schön am Wasser entlang, rechts auf der anderen Seite die Schrebergärten, kommt man so parallel zum Saatwinkeler Damm einfach super schnell aus der Stadt raus. So, hier sind wir wirklich an einem meiner Lieblingsplätze in Berlin. Wenn wir vom Community Ride abends kommen, schöne Feierabendrunde, hat man hier den Sonnenuntergang in der Ferne heraus. Hier links kann man ganz entspannt den Kanu-Polo-Leuten zugucken beim Trainieren. Also man vergisst wirklich, dass man in Berlin ist. Von hier aus fahren wir dann wieder ein klein wenig in die Stadt hinein, trotzdem abseits der großen Wege mit dem nächsten großen Ziel Olympiastadion. Auf geht's! So, und das hier ist so mein persönlicher innerstädtischer Motivationsbooster. Also wenn man auf seiner Tour ist und vielleicht so ein kleines Motivationstief hat, dann fährt man hier am Olympiastadion vorbei und weiß, alle anderen machen hier auch Sport. Dann kann man diese lange Gerade noch mal nutzen, um richtig Gas zu geben und schon hat man wieder den extra Schub, den man braucht, um in den Grunewald zu fahren, Hafenchaussee runter. Und das machen wir jetzt. Feuer! Berliner sind ja richtig stolz auf ihre wenigen Erhöhungen, die sie haben. Und so hat man hier auf der Hafenchaussee eben doch so ein paar Höhenmeter, die man machen kann. Und viele fahren das einfach hin und her, Berge hoch und runter. Und jeder, der das schon mal gefahren ist, weiß, wovon ich rede. So, und wenn einem dann nach diesen Berliner Bergintervallen so richtig die Füße glühen, dann hat man hier zum Ende der Hafenchaussee immer mal wieder so kleine Badebuchten, wo man reingehen kann und sich so ein bisschen abkühlen kann. Wir sind unserer Route jetzt noch ein Stückchen weiter gefolgt, immer Richtung Potsdam am Wannsee entlang. Und jetzt können wir in Nikolskoje an der Blockhütte uns ein bisschen erholen nach den steilen Anstiegen hier nochmal am Düppeler Forst mit Aussicht auf den Wannsee und der Fauninsel hinter uns. Lassen wir es uns jetzt gut gehen. Also wer denkt, dass die Bergintervalle das Härteste sind, der hat vergessen, dass man nach so einem sich niedersetzen auch nochmal wieder aufstehen muss und sich wieder aufs Rad schwingen muss. Aber nützt ja nichts. Und auch hier gibt es nochmal die Möglichkeit für eine technische Pause. Also bis gleich. Jetzt sind wir hier auf einer der wohlbekanntesten Fahrradstrecken Berlins, dem Kronprinzessinnenweg. In Verbindung mit dem Königsweg ist das
der längste, nur für Fahrradfahrer gesperrte Weg. Und jetzt fahren wir erstmal wieder rein in die Stadt. Wer jetzt nach der kleinen Pause und dem Kronprinzessinnen Highway vielleicht denkt, ein bisschen was könnte ich noch oben drauf packen aufs Training, der kann noch mal einen kleinen Abstecher machen zum Teufelsberg oder Drachenberg und sich da noch mal hochbuchten. Und das machen wir jetzt auch. Der Pausensnack ist noch nicht ganz angekommen in den Beinen. Wenn er gleich mit ein bisschen Ausblick schön zum Sundowner an, mit Blick auf den Teufelsberg und die ehemalige Abhörstation. So einer der klassischsten Ausblicke von Berlin. Mit ein bisschen Glück und gutem Wetter kann man auch sogar bis zum Fernsehturm gucken. Hier wird es jetzt ein bisschen holprig, aber eigentlich geht es hier nur darum, noch so ein bisschen den Feierabend-Vibe hier einzufangen. Da hinten geht die Sonne unter, hier hat man einen Blick auf die grüne Lunge. Das ist einfach gemütlich. Ne? Heute auch wunderbares Wetter, man kann sehen, die ganze Stadt. Also man kann ewig weit schauen. Man sieht schon dort einfach die Verlängerung der Achse Funkturm, Fernsehturm ist genau unsere Richtung. Da schlagen wir uns wieder in die Stadt rein und da sind wir schon fast wieder zurück, wo wir hergekommen sind. Großstadt und Fahrradfahren ist immer schwierig zu lösen, aber seit den Corona-Maßnahmen gibt es jetzt hier die Pop-up-Radwege. Wir sind jetzt hier am Brandenburger Tor, dem Wahrzeichen Berlins und auch dem heimlichen Ende unserer knapp 80 Kilometer langen Tour. Wir fahren noch mal einen knappen Kilometer weiter und dann sind wir wieder zurück am Summer Tour Stop am Service Point Berlin von Bike24. Los geht's! 80 Kilometer sind im Kasten. Für mich war das wirklich ein Perfect Day hier in Berlin. Ich freue mich drauf, wenn ihr den Perfect Day vielleicht mal nachfahren wollt. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das genauso seht, ob ihr vielleicht eine andere Route gemacht hättet, was euch gefehlt hat. Und ich packe jetzt hier noch mal kurz mit an, dass wir das alles wieder zusammenpacken, damit wir weiterfahren können. Also wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!